Liebe Gemeinde, heute wachen wir zu einer neuen Realität auf. Und heute stehen wir vor einer der größten Herausforderungen in Jahrzehnten. Psalm 46, Vers 1 lernen wir, dass Gott unsere Zuflucht und Stärke ist. Er ist ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Wir dienen einen Gott, der größer ist als jeder Sturm, größer ist als jede Krankheit. Und wir dürfen auch in Zeiten von Krisen und Katastrophen und Krankheit allen unseren Vertrauen auf den Herrn setzen. Und ich möchte dich einfach heute ermutigen, dass du den Herrn vertraust. Der Coronavirus ist unser Virus. Der Coronavirus ist unsere Realität. Und dieser Virus wird uns alle in einer oder anderen Weise doch beeinflussen und es werden einfach Beeinträchtigungen geben. Wir wollen auch als Kirchengemeinde in Bregenz ganz konsequent sein und es wird einfach Veränderung geben. Ab sofort wird es keine öffentlichen Veranstaltungen in unseren Räumlichkeiten geben. Wir können einfach es nicht mehr zumuten, die Türen aufzuhaben und es wird ab heute auch in Effekt gehen. Stattdessen werden wir sozusagen in Online-Modus überwechseln. Wir werden Online-Gottesdienste haben. Zum Beispiel am Sonntagmorgen um 10:30 kannst du zu unserer Webseite gehen und dort kannst du auf einen Link klicken und um 10:30 Uhr werden wir einen Live-Gottesdienst haben. Dieser Gottesdienst wird aber auch danach jederzeit aufrufbar in unserem Archiv sein. Also wenn du es um 10:30 nicht schaffst, kannst du einfach diesen Gottesdienst dir auch später anschauen oder anhören. Unsere Webseite wird in den kommenden Stunden all die Informationen auch dann haben. Wir bitten aber auch einfach um Geduld. Wir müssen uns ein bisschen umstellen, die Technik noch lernen. Wir haben nur ein paar Stunden Zeit, aber wir werden das schon schaffen. Der Coronavirus ist unser Virus und der Coronavirus ist kein chinesischer oder ausländischer Virus. Der Virus ist hier in Europa. Und dieser Virus, dem ist es egal, wie wir aussehen, wer wir sind, ob wir reich oder arm sind. Dieser Virus wirklich wird uns alle beeinträchtigen. Und es ist einfach Zeit für Solidarität. Ich arbeite schon seit über 15 Jahren in Katastrophensituationen und ich kann dir sagen, Katastrophen verändern alles. Aber es kann auch Gutes verändern. Und wir glauben, dass Gott diese Krise in etwas Gutes verwandeln wird. Es wird Menschen geben, die sich ein bisschen ausgeschlossen fühlen. Menschen werden isoliert sein und wir als Gemeinde, obwohl unsere Türen zu sind, müssen unsere Herzen weiter aufhaben und wir müssen ganz konsequent sein. Ihr könnt uns jederzeit Tag und Nacht telefonisch erreichen für biblische Seelsorge. Natürlich, wenn jetzt ein medizinischer Notfall ist, ruft die richtigen, wichtigen Rufnummern an. Aber für Seelsorge sind wir für dich da. Als Gemeinde werden wir einfach auch regelmäßig mit euch telefonieren möchten. Wir möchten WhatsApp-Gruppen bilden. Und wir möchten einfach auch denjenigen in unserer Gemeinde anbieten, die älter sind, krank sind oder auch in der Zukunft vielleicht unter Quarantäne stehen. Wenn du uns kontaktierst, werden wir gerne für dich deine Einkäufe erledigen. Also für alle, die krank sind, älter sind, einfach diejenigen, die soziale Kontakte meiden müssen oder einfach nicht rauskommen. Wenn du uns anrufst, werden wir gerne zur Apotheke für dich fahren oder einkaufen. Aber bitte melde dich. Auch wenn du vielleicht Nachbarn kennst. Jetzt ist die Zeit, einfach solidarisch anderen Menschen zu dienen. Als Gottes Volk, als Christen sind wir aber auch berufen, Menschen der Wahrheit zu sein. Und ich möchte einfach uns allen einen Rat geben. Wir haben wirklich den Segen, dass wir in einem Land leben, wo die Bundes- und Landesregierung alles tun wird, um uns zu schützen. Wir dürfen Gott dankbar sein, dass wir auch wirklich gute medizinische Infrastruktur haben. Und wir müssen einfach den Behörden einfach Zeit lassen und Freiraum lassen, ihren Job zu tun. Deswegen ist mein Rat folgendes. Hör nur auf Informationen von offiziellen Kanälen. Bitte schick nicht irgendwelche WhatsApp-Nachrichten oder Informationen herum. Oft sind sie nicht richtig, sie sind falsch und helfen nicht.
Lass uns einfach nur auf offizielle Kanäle von der Bundes- und Landesregierung, vom Roten Kreuz zuhören. Ich denke mir, das ist einfach wichtig. Aber hier ist eine andere Wahrheit. Gott ist größer als diese Krankheit. Gott kann Wunder tun. Er kann Menschen heilen. Und mein Gebet ist, dass Gott diese Krise benutzt, um etwas ganz Großes für seine Ehre zu tun. Gott fühlt sich nie außer Kontrolle. Gott hat keine Angst. Und Gott wird irgendwie nicht jetzt zur Seite stehen. Nein, er wird aktiv in dieser Krise arbeiten. Und wir als Gemeinde möchten einfach bereit sein, von dem Herrn zu empfangen und anderen Menschen zu dienen. Ich liebe dich. Gott hat einen Plan. Und wenn es irgendetwas gibt, das wir als Gemeinde für dich tun können, melde dich. Wir möchten mit dir beten. Wir möchten mit dir auch die Bibel auslegen. Wir möchten dir einfach auch mit den Einkäufen helfen. Und dazu brauchen wir einfach auch alle Hilfe. Ich möchte euch einfach bitten, da jetzt ganz solidarisch zu sein und einfach da vereint zu sein. Gottes Segen, Gott behüte dich und ich freue mich schon auf den kommenden Sonntag, wenn wir gemeinsam unseren Gottesdienst feiern. Gottes Segen.